warum nichts für immer bleibt. Manchmal gehst du einen Weg so lange, dass du glaubst, er müsse immer da sein. Und wenn er plötzlich endet, fühlt es sich zuerst an, als wäre etwas kaputt. Aber genau darum geht es hier. Nicht jeder Weg ist dafür da, für immer zu bleiben. Es war einmal eine Frau, die fast jeden Morgen denselben Pfad ging. Er führte durch einen stillen Wald, vorbei an 2 krummen Kiefern, über eine Wurzel, an einem Bach entlang und hinauf zu einem Felsen, von dem aus man weit über die Baumwipfel sehen konnte. Die Frau hieß Elva und sie liebte diesen Pfad, weil sie ihn kannte. Sie wusste, wo der Boden weich war. Sie wusste, wo das Licht zwischen den Ästen fiel. Sie wusste, an welcher Stelle der Bach lauter wurde. Und sie mochte es, dass der Weg immer derselbe war. Wenn das Leben schwer war, ging sie diesen Pfad. Wenn sie müde war, ging sie ihn. Wenn sie sich freute, ging sie ihn auch. Mit der Zeit glaubte sie, nicht nur den Pfad zu kennen, sie glaubte auch, dass der Pfad sie kannte. Eines Morgens aber hatte in der Nacht ein starker Regen den Wald verändert. Der Bach war über die Ufer gegangen, Erde war weggerissen worden, Äste lagen kreuz und quer. Brombeeren hingen dort, wo gestern noch Platz gewesen war. Elva ging trotzdem los. Erst noch ruhig, dann etwas schneller. Dann mit diesem Gefühl im Bauch, das man bekommt, wenn etwas nicht stimmt. Sie suchte die Wurzel. Sie fand sie nicht. Sie suchte die Stelle am Bach. Dort war nur Matsch. Sie suchte den schmalen Streifen zwischen Farn und Stein. Aber der Pfad war fort. Einfach fort. Elva blieb stehen und sah sich um. Vor ihr war Wald. Hinter ihr war Wald. Links Büsche, rechts Gestrüpp. Nirgends ein Weg. Da wurde sie zornig. »Das kann doch nicht sein«, sagte sie laut. »Hier war doch immer der Pfad.« Sie trab gegen einen nassen Ast. Sie schob Zweige zur Seite. Sie ging ein Stück nach vorn und dann noch ein Stück. Aber je mehr sie suchte, desto weniger fand sie. Schließlich setzte sie sich auf einen Stein und spürte, wie ihr die Wut in die Augen stieg. »So ein dummer Wald«, murmelte sie, »so ein dummer Regen, so ein dummer Tag.« Da raschelte es hinter ihr. Eine alte Frau kam zwischen den Bäumen hervor. Sie trug ein Bündel Holz auf dem Rücken und hatte ein Gesicht voller Linien, als hätte der Wind viele Jahre darin gewohnt. »Warum schimpfst du mit dem Wald?« fragte sie. Elva wischte sich über die Augen. »Weil mein Pfad weg ist.« Die alte Frau nickte, als hätte sie genau das erwartet. »Dann ist er wohl fertig.« »Fertig?« rief Elva. »Ein Pfad kann doch nicht einfach fertig sein.« »Doch«, sagte die Alte, »manche Wege sind nur für eine gewisse Zeit für dich da.« Elva schüttelte den Kopf. »Aber ich brauche ihn.« Die alte Frau legte ihr Holz ab und zeigte auf den Bach, der unten zwischen den Steinen rauschte. »Siehst du das Wasser?« »Ja.« »Es läuft auch nicht dorthin zurück, wo es gestern war.« Elva sagte nichts. Die Frau zeigte auf eine Birke, deren gelbe Blätter langsam zu Boden sanken. Und der Baum hält seine Blätter auch nicht fest, nur weil er sie schön findet. Dann sah sie Elva an. »Du ärgerst dich nicht nur über den Pfad. Du ärgerst dich, weil du dachtest, etwas Bekanntes müsste bleiben, nur weil es dir geholfen hat.« Das traf Elva mitten ins Herz und genau deshalb gefiel es ihr nicht. »Und was soll daran gut sein?« fragte sie trotzig. Die alte Frau lächelte ein wenig. »Dass du jetzt aufschauen musst.« Dann nahm sie ihr Holz wieder auf, ging ein paar Schritte und sagte noch, »Solange der Pfad da war, bist du ihm gefolgt. Jetzt musst du dem Wald zuhören.« Und damit ließ sie Elva allein. Elva blieb noch eine Weile sitzen, dann stand sie auf. Nicht, weil alles plötzlich leicht war, nicht, weil sie die Worte der alten Frau sofort mochte, sondern weil sie ja doch nicht den ganzen Tag auf einem nassen Stein sitzen konnte. Also ging sie weiter, langsam diesmal. Sie achtete auf das Geräusch des Wassers. Sie sah, wo das Moos dicker war.
Sie merkte, wie der Boden unter ihren Füßen anstieg. Sie duckte sich unter Ästen hindurch und tastete sich zwischen Felsen hindurch. Und auf einmal war da etwas, das sie noch nie gesehen hatte. Eine kleine Lichtung, mitten im Wald. Dort wuchs weiches Gras. Ein paar weiße Blumen standen zwischen Steinen. Sonnenlicht fiel so klar durch die Bäume, als hätte jemand oben im Himmel ein Fenster geöffnet. Elva blieb stehen. Sie war all die Jahre denselben Pfad gegangen, immer am gleichen Bach entlang, immer zum gleichen Felsen hinauf. Und nie war sie hier gewesen. Nie. Langsam drehte sie sich einmal um sich selbst und musste lachen. Ganz leise erst, dann richtig. Na sowas, sagte sie. Da verstand sie. Nicht alles, aber genug, um weiterzugehen. Der alte Pfad war nicht verschwunden, um sie zu ärgern. Er war verschwunden, weil er sie nur bis hierher bringen sollte. Und als sie am Abend den Rückweg antrat, war da noch immer kein Pfad. Der Wald war derselbe Wald, die Äste lagen noch da, der Matsch war noch da. Der Regen war nicht rückgängig gemacht worden, aber Elva war nicht mehr dieselbe. Sie ging langsamer und sicherer. Sie schaute mehr, sie horchte mehr. Und sie hielt sich nicht mehr an dem fest, was gestern gewesen war. Als sie noch einmal an dem Stein vorbeikam, auf dem sie am Morgen gesessen hatte, blieb sie kurz stehen und legte die Hand darauf. »Gut«, sagte sie, »dann eben so.« Und von da an ging sie weiter durch ihr Leben wie durch diesen Wald, manchmal auf Wegen, manchmal ohne welche. Aber sie hatte gelernt, dass das Ende eines Pfades nicht immer ein Verlust ist. Manchmal ist es nur der Ort, an dem du aufhörst, einfach nur zu folgen und anfängst, selbst zu gehen.